Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Replay auf meinem Kanal. Ich grüße euch recht herzlich. Ich habe dieses Replay von der Sakara, auch bekannt als Saki, zugeschickt bekommen vom THP-Clan. Er ist unterwegs mit seiner Columbo. Zu Beginn schauen wir uns erstmal die Schiffsaufstellung an. Wir haben in diesem Match 2 DDs, 5 Kreuzer, 4 BBs und einen Flugzeugträger. Also sehr viel HP diesmal im Game, wenig DDs. Ein Flugzeugträger, der könnte ein bisschen nervig sein, was Spotting angeht. Aber ich glaube, gerade in so einer Runde ist man mit einem BB gut aufgestellt. Saki hat sich jetzt erstmal entschieden, auf die C-Seite zu fahren. Gerade mit der Columbo kann man mit SAP doch sehr, sehr viel machen. Ist halt, wie ich es auch in den letzten Streams so ein bisschen beschrieben habe, ist halt ein Schiff. Da klickst du und wenn du gut aimen kannst, machst du auch deinen Damage. Gerade am Anfang, bis man im BB in Position ist, das dauert ein bisschen. Und der große Vorteil bei der Columbo ist natürlich auch, dass man hinten die 360-Grad-Türme hat. Das heißt, wenn man für einen Push geht, kann man sehr gut die Türme nach links oder rechts bewegen, weil die da sehr kurze Wegstrecke haben. Wenn man sich die Minimap mal anschaut, sieht man schon, dass der Gegner auf C relativ defensiv spielt. Die Yoshino dreht schon raus. Shima hat man jetzt hier gespottet relativ früh, weil der Carrier mit drauf ist. Also wenn man hier einen frühen DD-Kill schafft, könnte es sein, dass die Flanke gut frei wird und man dann direkt reinpushen kann. Also da kann auf jeden Fall was gehen. Potenzial ist da. Saki schaut jetzt, was macht die Yoshino? Fährt er vorwärts, fährt er rückwärts? Ist immer nicht so einfach erstmal zu predikten. Shots sind auf jeden Fall mal raus. Mal schauen, was reingeht. Na doch, 5 Treffer, 15k Damage. Ist jetzt nicht gerade wenig für die erste Salve. Also ich würde sagen, so kann es weitergehen. Sehr guter Einstieg. Und er entscheidet sich jetzt über die 910er Linie weiter Druck zu machen. Die Shima vom Gegner wird hier gut unter Druck gesetzt vom Carrier und ist damit auch immer wieder spotted. Sehr unangenehm. Aus eigener Erfahrung weiß ich, das macht als Shima-Spieler nicht so viel Spaß. Man kriegt jetzt auch das C-Cap und man sieht jetzt auch, Mecklenburg fährt hoch. Sonst ist der Gegner auf dem A-Cap relativ präsent. Da wird ein bisschen mehr Druck aufgebaut. Aber jetzt gerade am Anfang ist man auch ein bisschen in Rückstand geraten durch den Kill auf den DD, auf die Daring. Aber gerade das ist in so einer frühen Phase vom Spiel noch nicht so schlimm. Haut jetzt nochmal eine Salve auf die Mecklenburg raus. Kriegt ja auch nochmal guten Damage. Hat jetzt auch auf AP gewechselt, um vielleicht die eine oder andere Breitseite hier punishen zu können. Ich persönlich spiele sie viel lieber auf SAP und schaue, dass ich dann im Nahkampf gut zurechtkomme mit dem AP, weil man ja vom Kaliber doch etwas geringer oder etwas schwächer aufgestellt ist als bei den Durchschnitts-BBs. Und da ist gerade der Pen auf längere Distanzen mit AP nicht so gut. Yoshino ist so ein bisschen sein Hauptziel. Und ja, da sagt die Dispersion auch ein bisschen nein. Passiert ab und zu. Nicht immer kriegt man da gut Damage raus. Aber man hat hier auch viele Ziele, auf die man gut schießen kann. Mecklenburg zum Beispiel. Der steht ganz gut breit. Da wird die Shima nochmal gespottet. Von Team Rot. Vielleicht schaffen sie es hier, den Kill zu machen. Jo, Shima schafft es. Und damit weiß man, Torpedo-Gefahr gebannt. Jetzt kann man hier ein bisschen mehr Druck aufbauen als normalerweise. Saki schiebt sich jetzt noch weiter nach vorne. Mit dem Crawling Smoke will er zugehen und ranfahren.
um da noch mehr Breitseiten farmen zu können. Ja, man hat ja auch gerade in der Mitte beim B-Cap viele Schiffe hinter der Insel stehend. Und da gibt es schon viele potenzielle Ziele, wo man es abholen kann. Auch die Repo, die Monty sind jetzt auf dem Weg rüber. Also viel HP, die man sich hier abholen kann. Mecklenburg ist relativ nah am Berg, da kann man erstmal nichts tun. Aber es ist halt auch so ein bisschen das BB-Gameplay. Man braucht ein bisschen, bis man in einer Position ist, bis man Breitseiten punishen kann. Bis dahin wartet man halt auf den perfekten Schuss. Das ist auch so ein Fehler, was auch viele machen, dass sie immer auf Reload schießen. Bei manchen Schiffen ist es sinnvoll, ja, wenn du einen schnellen Reload hast, aber gerade bei Schiffen, wo der Reload vielleicht etwas langsamer ist oder wo du vielleicht nicht so ein gutes Kaliber hast, da sollte man schon gucken, dass man vielleicht einen guten Shot kriegt. Wie jetzt zum Beispiel auf die Repo, der steht schön breit, da kann man gut was reinkriegen. Dann war die Maya hier gut spotted. Ja, da sieht man jetzt auch wieder höhere Reichweite. Da bounced auch gern mal viel. Mit SAP geht da halt mehr rein. Das muss man halt auch einfach sagen. Aus Erfahrung. Aber die Monty sieht ja auch sehr, sehr saftig aus. Die Frage ist, macht er einen Turn? Und kann der Saki da mit dem Backturret nochmal ein bisschen was in ihn rein böllern? Ja, 10k, denke ich, ist eine solide Salbe. Aber er wartet hier selbstverständlich auf den Gamer-Turn, der jetzt von der Monty kommt. Kommt mit den Frontguns hier über den Berg drüber und haut der Monty gleich mal eine schöne Sit rein. So mag man seine Salven gern. Aber die Monty scheint aus dieser Schelle nicht wirklich was gelernt zu haben. Fährt weiterhin relativ breit. Mal schauen, was da jetzt noch so reingeht. Ist aber doch ein bisschen am Rausturnen. Noch eine Sit. Front Turrets. Da gibt es keine Sit, aber auch nochmal 12k. Also hat man jetzt schon guten Damage bekommen. Wir sind jetzt nach gut 9 Minuten bei 100k. Und wer dieses Spiel auch schon ein bisschen länger spielt, der weiß genau, im Late Game ist noch viel zu holen. Vor allem, wenn dann auf einmal ein Schiff nochmal Breitseite auftaucht. Gerade mit Schlachtschiffen, wo man hohen Alpha hat auf Ziele, kann man sich schnell mal 50 bis 100k verdienen mit einer guten Salve. Das darf man nie unterschätzen. Carrier scheint hier ein bisschen nervig zu sein. Ja, der kommt immer mal wieder und droppt. Das ist immer ein Zeichen, dass man auch sehr, sehr nah dran an ihm war. Repo ist jetzt am Wegkiten. Und Yoshino dreht wieder rein. Okay, interessant. Saki versucht sich jetzt auch im Nebel ein bisschen zu verstecken. Ist natürlich mit dem Smoke-Firing Penalty etwas schwierig. Da kommen die Yoshino-Torps. Die Yoshino hat tatsächlich nur für den Torpedo-Drop nochmal den Turn gemacht. Macht jetzt aber einen Turn zurück. Muss er machen, weil er muss da rausfahren. Nose-In gegen BBs ist mit einer Yoshino nicht so geil. Und darauf hat der Saki so ein bisschen spekuliert. Da sieht man jetzt wieder, das ist so ein bisschen das Problem. Man hat einen hohen Smoke-Firing-Penalty und wenn man da schießt, kann es sein, dass man gespottet wird. Da solltet ihr immer ein bisschen aufpassen, wenn jetzt zum Beispiel ein Gamer-Turn macht und sagt, ich smoke mich für den Gamer-Turn, dafür ist der Smoke ganz gut und ich schieße, wenn dann DD in eurer Spotting-Range ist vom Smoke-Firing-Penalty, dann könnt ihr aufgehen und dann könnt ihr Probleme bekommen. Also das immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Nur weil ihr Smoke habt, seid ihr nicht unbedingt sicher. Da kommt nochmal die nächste Salve auf die Yoshino. Ich würde tatsächlich behaupten, mit SAP hätten wir hier den Kill gemacht. Kriegt jetzt gleich instant einen Doppelbrand, auch sehr unangenehm. Gleich mal cleansen, also da auch immer der Hinweis, wenn ihr Doppelbrand bekommt, dann könnt ihr das ohne weiteres mal cleansen, das ist kein Thema.
aber die 1er Brände, da würde ich immer ein bisschen vorsichtig sein. Also gerade jetzt hier so, wo die Schiffe ein bisschen wegkiten, ist doch SAP wirklich stark, weil ihr ignoriert halt dieses Winkeln und kriegt auf die Aufbauten halt auch sehr viel Damage. Wobei man sagen muss, mit einer guten AP-Salve, hat man auch gesehen, könnt ihr auch eine Yoshino rausnehmen. Ging sogar hinten in die Sid rein, war ein bisschen zu weit aufgedreht, die Yoshino. Und da knallt es dann auch mal. Ja, man sieht jetzt, die Repo ist jetzt zum Kite und jetzt wird umgewechselt auf SAP, weil gerade gegen die Franzosen macht ihr da auf die Aufbauten mit SAP sehr, sehr viel Damage, weil ihr pennt da fast alles. Da prallt halt dann auch nichts mehr ab und dann kommen da die schönen Salven. Aber man muss tatsächlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass Saki hier mit AP so viel Damage macht in der Runde. Bis jetzt. Auch auf die gewinkelten Ziele. Gerade auf die gewinkelten Ziele. Da ging doch konstant gute Salven raus. Ist natürlich jetzt die Frage, was passiert wäre, hätte man SAP geschossen. Das werden wir jetzt niemals herausfinden. Aber er hat auf jeden Fall bis jetzt sein Damage gemacht. Steht jetzt hier bei über 200k. Und es sind noch ein paar Schiffe am Start. Also Damage ist noch gut holbar. Aber man merkt schon, der Carrier ist ein bisschen nervig. Entscheidet sich jetzt auch hier, seinen Smoke nochmal zu ziehen. Damit ihn der Carrier nicht mehr spotten kann. Das erste. Und wird hier warten, bis er seine Salve raushauen kann. Die Repo schaut auch die ganze Zeit auf ihn. Da ist wieder das Thema Smoke Frame Penalty, habe ich aber schon erwähnt. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da seht ihr auch, jetzt ist kein Schiff mehr drin. Da geht man automatisch zu. Hat sich jetzt seinen zweiten Kill geholt. Und damit ist die Flanke hier auch erstmal safe. Hier 2 schnelle Kills dann noch. Aber man merkt auch, der Carrier ist auf ihm drauf. Trotzdem kann es hier noch wirklich spannend werden. Da muss man noch ein bisschen aufpassen. Da kommt aufs Großkaliber schöne Salbe 24k. Zieht auch nochmal ordentlich bei der Sicilia. Also jetzt ist natürlich auch die Frage, wo ist der Carrier? Drive-by von der Sicilia holt sich hier den GK. Damit sind wir hier eigentlich in einem Game, was noch relativ spannend ist. Der Gegner hat 2 Caps. Auch noch ein Carrier, das muss man auch noch sagen. Das könnte noch ein bisschen problematisch werden. Aber das Spotting wird halt aktuell nur von der Shukaku zur Verfügung gestellt. Deswegen muss man da ein bisschen auch hoffen, dass vielleicht die Sicilia auch gespottet bleibt, weil aktuell kann man verdeckt schießen. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Und das versucht man hier auch bestmöglich dann zu nutzen. Ist jetzt Plane spotted, das heißt, irgendwo ist wieder der Carrier in der Nähe oder die Planes in der Nähe. Okay, kommt von da hinten. Das würde für mich bedeuten, so weit kann der Carrier gar nicht weg sein. Also er muss irgendwo hier in der Nähe sein. Ich glaube, das hat der Saki auch mitbekommen. Und fährt jetzt auch zum A-Cap. Zum einen wollen sie hier beide Caps blocken. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Die Mino fährt ins B-Cap. Und dann auch das A-Cap blocken. Damit der Gegner keine Punkte mehr bekommt. Was soll ich sagen? Die Shukaku spottet hier die Yorktown. Das ist natürlich sehr, sehr fein. Und mal schauen, was da jetzt hier so reingeht. Mit AP, Yorktown relativ weich auch. Salve sieht sehr gut aus. Und da gehen erstmal 35k weg. Mal schauen, ob man den hier noch finishen kann. Aber gerade was Brände angeht, hat der Saki halt wirklich viel Pech. Ne? Er geht immer wieder in Brand. Das nervt selbstverständlich. Und hat auch von der Sicilia eine gute Salve in die Seite bekommen.
Also das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn Schlachtschiffe lang nicht gespottet sind und du versuchst hier irgendein Positioning einzunehmen, dann kommt auf einmal eine Salve von der Seite und nukt dich fast. Salve ist raus auf dem Carrier. Sieht auch wieder sehr, sehr gut aus. Und finisht ihn. Sehr nice. Damit sind wir bei Kill Nummer 3 angekommen und bei knapp 3k Damage. Die Frage ist, schafft der Saki das hier noch voll zu machen? So wie es aussieht, sieht es gut aus. Die Ziele dreht hier nochmal breit. Kriegt man auch hier nochmal eine gute Salve raus. Auch nochmal schöne 18k. Die Torpedos sind selbstverständlich unangenehm, gerade wenn man seine Damage-Con gezogen hat und man einen Ruderschaden hat. Das heißt, man dreht automatisch auf und ist noch spotted. Jetzt wird es interessant sein, wie die Sicilia das nutzen möchte und ob er es nutzen kann. Ist jetzt spotted. Wartet ein bisschen lang, hätte ich jetzt gesagt. Hat da Pech mit der Salve. Kriegt da Abpraller. Aber die Sicilia bekommt nochmal welche raus. Nimmt ihn da raus. Aber ich glaube, dass die Minotaur hier den Deckel drauf machen kann. Versucht es hier mit Blindfire auch. Ist aber spotted oder kommt nochmal. Ich glaube, es waren Secondaries. Aber kriegt die Sicilia hier mit den Torpedos. Damit holt sich hier Team Grün mit dem Saki den Sieg. Wir haben eine über 300k Runde, also sehr geil. Hat man auf jeden Fall gesehen, was mit der Columbo hier möglich ist. 3 Kills, 6 Zitadellen, Großkaliber. Schauen wir noch auf die Teamwertung. Wir haben in dieser Runde 2-7 Base, also eine sehr gute Runde. Overall, ja, man hat am Anfang das Glück gehabt, dass man schön über die Flanke pushen konnte, gut Breitseiten abfarmen konnte. Also sehr, sehr angenehm, würde ich sagen, als BB-Spieler. Man hat ganz gut gesehen, wie das Thema mit dem Smoke-Frying Penalty funktioniert, dass man bei der Columbo da durchaus aufpassen muss, seinen Smoke richtig timen muss und halt schauen muss, was kann ein im Smoke Frame Penalty spotten. Ich persönlich hätte noch ein bisschen mehr SAP geschossen in gewissen Situationen, aber er hat ja seine Sits bekommen. Gerade auf kurze Distanz hat man gesehen, geht mit AP wirklich gut was, aber sobald die Schiffe ein bisschen weiter weg waren, ein bisschen gewinkelt, hatten wir ein, zwei Momente, wo man wirklich gesehen hat, mit AP geht nicht so viel. Auf jeden Fall eine sehr interessante und gute Runde. Wenn ihr auch solche Runden habt, würde ich mich freuen, wenn ihr mir die auch zuschickt. Schaut da diesbezüglich gerne auf meinem Discord vorbei. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like beziehungsweise auch einen Kommentar da, wenn ihr nochmal Fragen habt zur Columbo selber oder zum Replay. Über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Die Mütze ist raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.